Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Vectorcam TV. Heute möchten wir Ihnen einmal das Vierachsen-Rotationsgravieren vorstellen. Und zwar, wir möchten jetzt auf diesen Zylinder Radius 52,5 einmal eine Kontur gravieren. Hierzu blende ich einmal mein Bauteil aus und hole mir mal meine Schrift rein, die ich schon vorbereitet habe. Ich habe jetzt einfach hier eine Schrift, die ist jetzt gerade auf die Achse gelegt. Und diese möchte ich jetzt erstmal abwickeln auf eine Kontur. Wie gesagt, ein R52,5. Ich selektiere mal einmal diese Kontur, gehe in unser Spezial und hier hinten finden Sie dann Abwickeln auf Zylinder. Da gebe ich dann dementsprechend den Radius des Zylinders ein. Ich möchte in Y-Richtung abwickeln und meine Rotationsachse wäre jetzt hier die X-Achse. Sage einmal OK und habe jetzt diese Schrift hier einmal abgewickelt auf den Durchmesser. So, jetzt möchte ich es einmal gravieren. Dazu gehe ich in unser Vierachsenmodul und wähle da abgewickelte Kontur gravieren. Da wähle ich einfach mein Werkzeug aus. Ich nehme jetzt mal einen 6er. Ich möchte 3/10 tief gravieren. Hier kann ich noch die Zwischenbewegung eingeben, wie er sich zwischen den Buchstaben verhalten soll. Das lasse ich jetzt mal so, wie es ist. Meine Rotationsachse muss ich einmal hier bestimmen. Das ist die A-Achse, Richtung Interpolation lasse ich auf ein Hundertstel, sage OK und habe dann hier meine Gravur 3/10 tief. Um mir das jetzt einmal in der Simulation anzuschauen, blende ich mir einmal mein Bauteil ein und mache mein Bauteil mal eben schnell zu einem Rohteil. Dazu selektiere ich es und sage, du bist jetzt mein Rohteil. Um einfach einen Abtrag zu sehen. So, jetzt ist das zum Rohteil gemacht worden. Jetzt gehe ich mal in die Simulation ohne Maschine und schaue mir das einmal an. Wie gesagt, jetzt sehe ich dieses Bauteil als Rohteil, weil ich es ja vorher dementsprechend benannt habe. Mein Werkzeug. Jetzt lasse ich es einmal laufen. Dann fährt er halt dementsprechend 4 Achs simultan. So. Das war es schon eigentlich. Es ist relativ einfach zu nutzen, dieses Modul. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal, Ihr Vectorcam Team.